Hallo, liebe Käferfreunde. Wenn ich nur einen schlechten Rotwein hätte, eine Alkoholzufuhr aber für dringend sachdienlich hielte, dann würde ich den Wein so weit wie möglich runterkühlen. Man weiß ja von Coca-Cola und anderen ekligen Dingen, dass sie einigermaßen tolerabel schmecken, wenn man sie möglichst herunterkühlt. Ich würde jedenfalls nicht den schlechten Rotwein zur drastischen Offenlegung seiner minderwertigen Qualität auch noch erwärmen. Was meint Max Gold damit? Er meint damit, geht nicht auf Weihnachtsmärkte, sondern macht euren 6-Volt Käfer winterfest, indem ihr schicke Stollenreifen aus den 60er Jahren aufzieht, indem ihr mal nach den Scheinwerferreflektoren guckt, ganz einfach unten aufschrauben, kann man das rausnehmen. Und das hier ist natürlich ein extremes Beispiel. Jetzt muss man nicht einen Scheinwerfer neu kaufen. Man kann diesen Reflektor jetzt als Einzelteil bei allen Fewip-Partnern holen. Wir haben das nämlich mit Heller zusammen gemacht, haben nochmal für alle Käfermodelle, für alle Busse, ja sogar für Karmann Ghia und Typ 3, haben wir die Scheinwerferreflektoren nochmal aufgelegt, haben viele tausend Stück gemacht und hier abgepackt. Guckt euch das an und dann braucht man nur den Reflektor neu zu machen und schon sieht man auch im Schneetreiben was. Man sollte gucken, dass die Heizung funktioniert. Ja, am Käfer kann auch die Heizung funktionieren. Es ist nämlich totaler Quatsch, dass der Käfer eine schlechte Heizung hätte. Es ist nur so, dass der Käfer sogar weiterfährt, wenn die Heizung aus ist. Wenn die Heizung beim Kadett aus ist, hat man einen Zylinderkopfschaden. Der Käfer fährt weiter. So, aber die beste Heizung kann natürlich nicht funktionieren, wenn zum Beispiel diese Heizungszüge, die Ansteuerungsseilchen hinten durchgerostet sind. Gibt es natürlich auch als Fewip-Ersatzteil neu. Für alle Käfer, für alle Busse, für alle Karmann Ghia, für alle luftgekühlten Autos, alle Modelle, alle Baujahre. Haben wir alles da. Ne? Das eingebaut, schön justiert, dann funktioniert es auch mit der Heizung. Aber die Heizung kann ja auch nur funktionieren, wenn die Luft, die zu den Wärmetauschern kommt, auch da überhaupt ankommt. Da liegt es nämlich auch oft im Argen, weil wenn man bei einer faulen Werkstatt war, die den Auspuff gewechselt hat, ne, guckt euch das an, hier ist der Gebläsekasten, hier sind die Schläuche, die vom Gebläsekasten hier reinführen und hier oben drüber ist das Abdeckblech für den Motorraum. Und jetzt ist es natürlich so ein bisschen friemelig, diese kleinen Vorheizbirnen so zu justieren, dass die genau passend mit dem Loch in dem Abschlussblech fluchten, damit hier dieser Stutzen dran kann, damit auf den Stutzen der Pappschlauch kommt. So, das macht jetzt die faule Werkstatt, ist mir zu viel Arbeit und dann stecken sie hier den Schlauch einfach ohne diesen Stutzen da drauf, weil merkt ja keiner und ist ja auch alles nicht so schlimm, beim Käfer funktioniert es ja auch so. Blödsinn, ne? Da geht ja hier ohne den Stutzen geht die ganze Luft flöten und kann überhaupt gar nicht erst bis zum Wärmetauscher kommen. Also guckt da drauf, dass das Ding da ist, dass das ordentlich justiert ist, dass die Pappschläuche da sind, dass hier die Gummidichtung um die Pappschläuche drumherum ist. Gibt es alles als Fewip-Ersatzteil bei den Fewip-Distributoren. So, wenn ihr das alles gemacht habt, dann nehmt ihr euch euren schicken 6-Volt-Käfer und dann seid ihr fit für den Winter und geht mit das hier. Das ist jetzt der Vorführeffekt. Aber schaffe ich, dann machen wir hier den schönen neuen 6-Volt Racing Team Aufkleber drauf. Und das sagt er, ihr seid fit für den Winter und damit kommt er dann auch durch den Schneesturm. So, und jetzt gehen wir nicht auf den Weihnachtsmarkt, sondern in eine gepflegte Bar und trinken einen exzellenten Riesling aus dem Rheingau an diesem Wochenende. Das wünsche ich euch allen. Ich jedenfalls mache es so. Bis nächste Woche. Tschüss.